Ganz herzlich willkommen bei Teil 3 unserer Serie Lebendiges Arzneiwissen. Es geht heute um Halt, Stabilität, Struktur, Klarheit. Es geht um das homöopathische Silicea, aber auch um den Bergkristall, um die Ausgangssubstanz. Josef, was fällt dir denn dazu ein, wenn du diesen Bergkristall einfach in der Hand hast? Die Schönheit und die Schwere und wie klar der ist. Der ist also mindestens 10.000 Jahre alt, vielleicht auch noch viel älter. Es braucht ja ewig von der Natur, bis aus Siliziumdioxid so etwas Schönes wird. Und je klarer und durchsichtiger, desto reiner ist dieser Bergkristall. Also der ist wunderschön. Und was hat das mit uns Menschen zu tun? Das ist natürlich die Frage jetzt in der Homöopathie. Und wenn wir uns vorstellen, dass über diesen Wirkstoff Arzneimittelversuche gemacht worden sind, Arzneimittelprüfungen gemacht worden sind und dass dieses Arzneimittel jetzt seit über 150 Jahren täglich auf der ganzen Welt als Arzneistoff eingesetzt wird, in der C30, in der C6, in der C12, in D-Potenzen, aber auch in ganz hohen Potenzen, dann können wir schon mal drüber sprechen, was das eigentlich genau ist. Was ist das Lebendige an diesem Siliziumdioxid? Also, es wird trituriert, die Herstellung kann man nachlesen. Also da müsste man so einen schönen Bergkristall zerklopfen ein bisschen und dann verreiben. Mhm. Ja, genau. Das ist aber nicht, über das wollen wir halt nicht sprechen, über Verfahrenstechnik, da können wir mal einen eigenen Film dazu drehen. Wir wollen ja darüber sprechen, wo gibt es Analogien, wo gibt es Halt, wo gibt es Struktur. Du hast schon gesagt, die ganze Erde ist ja also das zweithäufigste Element, Silizium, und vor allem dieses Siliziumdioxid. Ohne diesen Architekten des Siliziumdioxid, das ist ein unsichtbarer Architekt, gäbe es keine Berge, es gäbe keinen Kontinent. Die ganze Erde wird in dieser Form, wie wir sie jetzt sehen, überhaupt nicht existieren. Und auch unser Körper würde ohne dieses Silizium in uns nicht strukturiert sein. Unser Bindegewebe wird es gar nicht in der Form geben. Also wir sind sehr nah an der Erde, deswegen heißt es ja auch Silicea Terra. Und unser Körper ist ein Teil von diesem Element. Und da gibt es Analogien dazu. 90% der Erdkruste bestehen aus Siliziumdioxid. 90% ungefähr, ja. Allein die Vorstellung, dass es uns diese Schönheit dieser Erde schenkt, dass wir Berge und Hügel und Sandstrände, wo ja ganz viel von diesem Quarzsand drin ist, dass es Feuersteine gibt, wo das ganz viel drin ist und eben diese wunderschönen Bergkristalle. Allein das macht einen schon ehrfürchtig, finde ich. Und in der Homöopathie, das ist vielen nicht so bewusst, das ist das homöopathische Mittel Silicea, das ist nicht nur Silizium, das ist Silizium und 2 Sauerstoffteilchen, also Siliziumdioxid. Da werden wir später noch drüber sprechen, aber das möchte man gleich mal so voranstellen, so fürs Verständnis, dass dieser Sauerstoffanteil in dem homöopathischen Silicea auch eine Bedeutung hat. Kannst du uns ein bisschen einführen, wie das denn bei den alten Homöopathen, bei Hahnemann war, was der vorgefunden hat in seiner Praxis an den kranken Leuten, dass der angefangen hat, eben auch mit diesem Siliziumdioxid Experimente zu machen? Also ich stelle den schönen Bergkristall jetzt mal auf die Seite, jetzt sieht man ihn wahrscheinlich nicht mehr, das müssen wir jetzt mal wegstellen. Du kannst ihn sonst auch da oben hinstellen. Das ist eine gute Idee. Zu unserem Löwen dazustellen. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, wir haben Menschen mit Furunkeln oder was ganz häufig ist, Nagelbettentzündungen oder mit Eiterungen und Splittern im Bindegewebe oder mit brüchigen Nägeln oder mit Haarausfall oder ganz feinem Haar. Menschen, die fahl ausschauen, blass ausschauen. Was gibt es für diese Menschen, die zur damaligen Zeit, wo Hahnemann als Arzt arbeitete, was hat er für diese Menschen tun können? Hat viele Medikamente gegeben, auch Pflanzen und Tees hat es dafür gegeben, aber manchen hat das, was es gegeben hat, eben nicht geholfen. Und deshalb forscht ja die Medizin und auch damals die Medizin hat geforscht. Und bei Hahnemann war es so, dass er halt nur Arzneistoffe geben wollte,
die er vorher durch Arzneimittelversuche genau geprüft hat, und mit Kollegen zusammen wollte er herausfinden, was dieses Siliziumdioxid denn im Körper berührt, welche Krankheiten können davon günstig beeinflusst werden. Was haben denn die alten Homöopathen, was hat Hahnemann denn dann so als Essenz von diesem Wirkstoff Silicea herausgefunden? In den Arzneimittelprüfungen hat er herausgefunden, dass es eben ein Wirkstoff ist, der das Bindegewebe, die gewebigen Strukturen günstig beeinflusst, auch auf die Psyche eine besondere Wirkung hat und aufgrund der Klinik auch Eiterungsprozesse günstig beeinflusst werden können. Haarausfall, Fingernägel, die brüchig sind. Das ist ja vielleicht ein interessanter Punkt auch für unsere Zuschauer, dass Hahnemann, der deutsche Arzt vor 200 Jahren, als es ja überhaupt noch keine Psychosomatik gab, und gerade mit dem Silicea hatte er schwer körperliche Sachen eigentlich im ersten Schritt behandelt, mit diesen Fisteln, Verunken, Eiterungen. Wie kommt es, dass der damals beobachtet hat, dass dann so ein Wirkstoff wie Silicea auch die Psyche der Menschen verändert? Kann sie wahrscheinlich jetzt eine Laie gar nicht erklären. Das kann man ganz einfach erklären, weil das Leben ist ja Evolution und wir sind ständig in einem Bewusstwerdungsprozess. Hahnemann ist mit der Frage bei den blassen, fahlen, eiternden, ständig kranken, tuberkulösen Patienten, mit denen er zu tun hatte, vor die Frage gestellt worden, wie kann ich denen helfen? Aufgrund der Erfahrung, wo dieses Medikament wie Silicea ihnen geholfen hat, hat sich einfach etwas entwickelt, was die für Träume haben, aber auch was die für Gedanken haben und was sich vor allem gebessert hat, was günstig geworden ist. Also Hahnemann hat ja mit dem Silicea als erstes diese wirklich ganz deutlichen körperlichen Symptome, Eiterungen, Fisteln, Verunkeln behandelt. Und er scheint ja der erste oder einer der ersten Ganzheitsmediziner, der wirklich einen Rundumblick gehabt hat, der beobachtet hat, was sich körperlich verändert, aber der sich auch damals vor 200 Jahren schon interessiert hat für die Gemütslage seiner Patienten. Kannst du uns das ein bisschen beschreiben, was das Geniale von Hahnemann war? Das Geniale war, dass er ja Arzneimittelversuche gemacht hat und bei den Prüfungsprotokollen, wenn er also Kollegen diesen Wirkstoff gegeben hat, ohne dass die gewusst haben, was sie da prüfen oder an sich selber versuchen, haben sie ja auch die Gemütsstimmung mit in die Protokolle geschrieben, also die körperlichen Kopf-zu-Fuß-Symptome, die Gemütsstimmung, die allgemeinen Symptome wie der Appetit oder der Schlaf und die Modalitäten, ob irgendetwas zieht oder sticht oder sonst was. Und diese Protokolle, die werden ja zusammengelegt und überprüft und dann zeigt sich ein bestimmtes Muster und eben auch auf der Geistes- und Gemütsebene hat sich ein bestimmtes Fraktal bei Silicea herausgearbeitet. Kannst du uns das beschreiben, was dieses auf der Gemütsebene, eben dieses Fraktal von Silicea ist? Es sind viele tausend Symptome auf der Gemütsebene. Was wir immer wieder erleben ist, dass diese Menschen ein hohes Verantwortungsbewusstsein zum Beispiel haben, sich ständig unter Verantwortung fühlen und dadurch hat der Körper ständig Stress und dieser Stress schwächt ihn zum Beispiel. Also Verantwortungsgefühl in dem Sinn, ich muss meine Sache so gut wie nur irgendwie möglich machen. Also sehr hohe Level sich selbst setzen. Also so gut wie möglich machen auch, aber Verantwortung, dass das schief gehen könnte, liegt jetzt an ihm. Oder dass Silicea auch dazu neigt, fixe Ideen zu entwickeln. Also dass es in Prüfungen und also Arzneimittelversuchen rausgekommen ist, dass dann diese Menschen besonders starke Angst vor Nadeln zum Beispiel haben oder auch Nadeln überall sehen, wo sie sich stechen könnten. Und das waren halt die Anfänge dieser Zeit. Und diese Symptome haben sich halt im Laufe der letzten 150 Jahre in den Praxen bei den homöopathisch arbeitenden Ärzten und Heilpraktikern immer sind neue Symptome dazugekommen, wo Silicea diese Beschwerden, die die Menschen hatten, günstig beeinflusst hat. Also das Maßgebliche ist,
dass Homöopathie die gelebte Medizin ist, dass alles mit allem zu tun hat. Ich habe neulich selber erst einen Silicea-Patienten in der Praxis gehabt, das war sehr beeindruckend, der wirklich wegen chronischen Infekten gekommen ist. Und dann denke ich an Silicea und frage ihn, wie es ihm denn so mit Nadel und Spritzen geht. Und der hat eine richtige Spritzenphobie. Also dass das so zusammenhängt, wie so die Perlen auf einer Kette. Und interessant, weil das kommt immer wieder in der Praxis, dass Menschen sagen, sie können sich keine Infusion legen lassen, sie können keine Spritze sehen, sie vermeiden, zu einem Arzt zu gehen. Und wie segensreich kann das aber für so einen Menschen sein, wenn mit Silicea diese Sorge oder diese fixe Idee, die ja im Vorhinein schon ist, er meint, das tut ihm furchtbar weh. Meistens tut es ja gar nicht weh, wenn man die Nadel gestochen bekommt. Aber wie segensreich kann das auch sein, wenn man das reduzieren kann, diese fixe Idee, sodass, wenn der Mensch lebensbedrohlich krank ist, der auch wirklich dann auch medizinisch versorgt werden kann. So wie du sagst, es hängt wirklich alles miteinander zusammen und dieser Baustein, dieser Bergkristall, der die Struktur auch in unserem Gewebe und in unserer geistigen Bewusstseinsebene mitsteuert, dass wir dastehen können, dass wir standhaft sein können, dass wir was aushalten können, dass wir uns auch geistig, seelisch, körperlich entwickeln können, ist ein Wirkstoff, der da günstig helfen kann, wenn er homöopathisch passt, also wenn er praktisch zu der Gesamtheit der Symptome von dem Organismus gut passt. Weil es gibt viele andere homöopathischen Arzneimittel, die können auch angezeigt sein und Leuten helfen, wenn sie sich instabil fühlen oder nicht genug selbstbewusst. Genau. Oder es gibt selbst auch noch einige Mittel, die diese Spritzenphobie haben. Aber vielleicht zur Spritzenphobie von Silicea, was ja das bekannteste Mittel ist. Es ist ja dann auch interessant, dass Silicea ja eines der wichtigsten Mittel ist, neben Thuja und Sulfur, kann man sagen, glaube ich, auch für die Folgen von Impfungen. Dass gerade so ein Mensch dann oft seit einer Impfung nicht mehr richtig gesund wird, dauergeschwächt oder Dauerinfekte hat. Ja, oder dieser Mensch eben schon krank war, was man vielleicht nicht gesehen hat. Oder wenn er dann eine Impfung, die eine Immunreaktion ja auslösen soll, dann gibt es da unter Umständen ungünstige, überschießende Reaktionsmuster. Ich sage zu Müttern auch immer, die mich öfters fragen, ja, wenn mein Kind geimpft wird, da gibt man doch Thuja. Dann sage ich immer, na, es macht wirklich Sinn, die Konstitution des Kindes anzuschauen, denn wenn das so ein zartes, feines, eher schüchternes Kind ist, dann tut ihm wahrscheinlich Silicea besser, wenn es ein Mittel braucht nach der Impfung. Also diese Differenzierung da gleich wieder, aber das wollen wir immer anregen. Aber wie bist du jetzt da drauf gekommen, dass du sagst, du differenzierst es genauer? Woher wissen wir beide das? Naja, weil wir ja erleben, wenn die Leute einfach so 0815 Homöopathie betreiben, also wenn einfach über alle geimpften Kinder Thuja ausgekippt wird, dass ein Teil der Kinder halt dennoch Reaktionen hat oder ungünstig reagiert, wo man sagen muss, das hat überhaupt nicht geholfen. Und dann muss man sich fragen, dass es nicht so ist, dass die Homöopathie nicht geholfen hat, in den allermeisten Fällen, sondern dass das Arzneimittel einfach nicht in Resonanz gegangen ist, nicht diesem Zustand dieses Menschen in seiner Gesamtheit ähnlich war. Oder? Und das war ja vom Ursprung der homöopathischen Seite der Medizin der Grundgedanke. Möglichst individuell differenzieren. Und das ist schön, wenn das Beispiel da so jetzt da ist, weil anhand dieser Differenzierung, wir haben ja schon über Sulfur gesprochen, über Calcium, Carbonicum gesprochen, sprechen heute über Silicea und wir werden irgendwann einmal ein Video drehen, wie man denn die drei auseinanderhält. Das wollen wir eigentlich das nächste Mal schon machen. Serie 4, also alle, die Fragen haben, die noch Fragen zu Sulfur, Calcium oder Silicea haben, bitte schickt uns das in die Kommentare. Wir werden den nächsten Teil einfach mal unsere ersten 3 Mittel differenzieren, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern, weil das ist stößt immer auf reges Interesse. Und da waren auch schon Kommentare und Fragen, wie so ein Sulfurkind ausschaut. Genau, es ist viel Interesse auf diese Videoserie.
Ja, aber zurück zu Silicea, Josef. Du hast gerade dieses Potenzial genannt, dass Silicea als homöopathisches Mittel einen Menschen unterstützen kann, in seine Stabilität zu kommen, in ein größeres Selbstwertgefühl, in eine größere Entspannung mit sich, mit seinen eigenen Leistungsansprüchen, damit sich die Leute das vorstellen können. Wie fühlt sich denn ein Silicea-Patient, eine Silicea-Patientin, wenn die zu dir zum Beispiel in die Praxis kommen, weil es ihnen schlecht geht? Was ist denn da los mit diesen Menschen? Auf diese Frage zu antworten sind zwei Ebenen. Er fühlt sich auf alle Fälle irgendwie überfordert und geschwächt. Das ist einmal die eine Frage. Warum er sich überfordert und geschwächt fühlt, das ist dann die Geschichte und die Anamnese. Und ob dann diese Symptome, die stinkenden Schweißfüße, die Panarizien, die trockenen Haare oder die feinen Haare, die ausfallen, oder die trockenen Augen oder die immer wiederkehrende Akne dann gebessert wird, das ist ja dann das, was wir erst im Nachhinein dann sehen. Also die Hauptgefühle, die diese Menschen haben, sind aber wie bei anderen Patienten auch eben Schwäche, Erschöpfung, sich überfordert fühlen in dieser hektischen Zeit. Und bei Silicea ist es halt besonders, die sind da sehr empfindlich. Also eben Hochsensible gehören da ganz oft dazu, in diese Gruppe ganz von feine Menschen. Also sagen wir mal, stell dir mal so eine Fee vor oder jemanden vor, der ein ganz feines, zartes Wesen hat, der aber hier als Kind zum Beispiel in einer Schule sein muss, wo 25 laute Kinder sind. Und da soll dieses feine Wesen sich irgendwie durchsetzen. Sie müssen sich irgendwie nach außen dann verhärten oder hart werden, aber innerlich bleiben die Ängste, bleibt dieses Gefühl, oh, ich habe nicht genug gelernt, ich bin nicht gut genug, ich bin in diesem Wettkampf gestresst, in dieser Auseinandersetzung um die Noten oder beim Wettkampf, beim sportlichen Wettkampf. Und das kann manche so stressen, dass sie da richtig schwer krank werden. Das kann man psychoneuroimmunologisch recht gut erklären zum Beispiel. Also genauso wie Calciumcarbonicum, das werden wir dann das nächste Mal differenzieren, ist auch Silicea, auch so Silicea-Naturen sind nicht wirklich geschaffen für diese hektische Welt, wo so viel Druck und Leistung und noch schneller und noch weiter und noch besser. Wenn Sie Silicea bekommen als homöopathisches Mittel, kann sich das viel bessern. Also es gibt dann wie so ein Bewusstseinsbooster, also die kommen dann viel stärker mit dieser ganzen Situation oder viel klarer damit zurechtkommen, auch viel schneller ins Tun, müssen nicht mehr so lange überlegen, ist das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch, weil das ist ja das, was psychoneuroimmunologisch so ungünstig ist, dieses sich selbstständig in Zweifel setzen. Und das finde ich toll, dass wir mit Silicea einen Wirkstoff haben, der manchen Menschen diese Zweifel ausräumt, leichter macht. Das erlebst du in der Praxis, siehst du das immer wieder, dass dann das so abfällt, dieses ständige Hin und Her und diese Zweifälle. Silicea, gerade auf dieser inneren emotionalen Ebene, hat ja viel zu tun. Auf der einen Seite so eine Biegsamkeit, eine Nachgiebigkeit, was ja auch mit den Zweifeln oft zusammenhängt, und gleichzeitig eine Starre, oder? Eigensinn, ja. Das ist ja das Schöne. Ich liebe eigensinnige Menschen. Ich komme auch mit diesen Menschen gut zurecht. Also ich mag die auch als Patienten sehr gerne, weil die so für sich selbst schon stehen wollen. Die wollen etwas erreichen, die wollen etwas entwickeln und sie wollen diese Krankheit loswerden, diese Krankheitssymptome loswerden. Das ist eigentlich ein Widerspruch, das ist ja auch in Büchern beschrieben, diese Biegsamkeit und Unsicherheit, die in Silicea-Menschen oft drinnen ist und gleichzeitig dann, dass dann plötzlich so eine Starre und so eine, auch Kinder, da geht dann gar nichts mehr, kein Schritt mehr, obwohl sie lange biegsam sind. Biegsam im Sinne von, sie wollen sich anpassen, sie wollen dazugehören. Aber es gibt so bestimmte Punkte, wo diese Menschen dann auch sagen, jetzt ist es mir zu viel. Und dann geht nichts mehr. Dann bleiben die wie erstarrt praktisch
Das wäre jetzt ein Tag, wo wir darüber sprechen könnten, was da psychologisch passiert, was da erziehungsmäßig passiert. Nur, dass man weiß, mit Silicea kann man diesen Menschen helfen, in sich selber eine Flexibilität zu bekommen, weil als Mensch ist mir günstiger bei Krankheiten, wenn man nachgiebig sein kann, wenn es sein muss, und wenn man bei sich bleiben kann, wenn es existenziell wird. Also das ist ja per se nicht schlecht, eigensinnig zu sein. Es ist per se nicht schlecht, seine eigene Meinung zu vertreten. Aber es ist auch manchmal günstig, sich die Meinung von einem anderen anzuhören oder nicht unbedingt, bloß weil man sich jetzt einbildet, mit 200 Stundenkilometer über die Autobahn brettern, weil man so starrsinnig ist und dann einen schweren Unfall verursacht. Nur weil man sich geärgert hat oder aus irgendeinem Grund plötzlich aufs Gas steigt, ne? Und dann so eine fixe Idee kriegt. Gell? Also sowas kann im ungünstigen Fall beim Menschen passieren, der Silicea bräuchte. Dass der in einer bestimmten Wutsituation dann mit einer ungünstigen psychischen Reaktion reagiert. Eigentlich so in einer Gegenreaktion, so dass alles mit ihm gemacht wird, kann so kippen in eine Gegenreaktion, dass er ganz stur und starrsinnig wird. Und das ist das Schöne an der Anamnese. Und dass das dann so eng wird auch, oder? Das erzählen die Patienten, wenn man ihnen zuhört und sich Zeit nimmt. Deswegen meine ich, dass wir eine sprechende Medizin brauchen, die den Menschen zuhört. Es ist halt so, in der Homöopathie, das hat halt einen therapeutischen Nutzen für uns, wenn wir den Menschen zuhören. Weil wenn du einem Menschen zuhörst, dann differenzierst du innerlich schon 3 Arzneimittel oder hast zig Ideen, wie du konkret das Gespräch therapeutisch nutzbar machen kannst. Also ich verstehe schon einen Hausarzt, der 50 Patienten hat, und wenn dann ein Silicea-Mensch ihm erzählen, dass dem das ja keinen therapeutischen Nutzen bringt, wenn der ihm erzählt, wie viele Bücher er vor seiner Prüfung wälzen muss und sich immer noch nicht hingehen traut. Diese Erwartungsspannung vor Prüfungen, ne, bei Silicea, das bringt ja in der konventionellen Medizin jetzt auch keinen therapeutischen Nutzen. Da hast du jetzt echt ein schönes Beispiel für dieses, was Silicea so günstig beeinflussen kann, wenn jemand eben in dieser Erwartungsspannung ist, sich noch 1000 Bücher, noch 1000 Blätter ausdruckt, um jetzt ein gutes Referat zu halten oder ein gutes Video zu machen. Und wie sich das dann eben zeigt in der Praxis und wie das für den Hausarzt, der aber noch 50 Menschen im Wartezimmer warten hat mit Krankheiten, auch ungünstig auf dem seine Zeit auswirkt. Darum bin ich ja für das Integrierende. Der Homöopath, das ist der homöopathische Arzt und Heilpraktiker, der sich die Zeit nehmen soll, und Patienten, die keine Psychotherapie brauchen, die einfach nur ein ungünstiges Reaktionsmuster oder verschiedene ungünstige Reaktionsmuster haben, die zum Homöopathen zu schicken, die einfach Ernährung brauchen, zum Ernährungsberater zu schicken, die eine psychologische Betreuung, Traumatherapie brauchen, zu den Spezialisten, Traumatherapeuten, Psychologen zu schicken, und wir arbeiten alle zusammen. Und er als Hausarzt kann das gerne weiter, was die Blutbilder auch verifizieren, ob die Therapie der Homöopathie bei dem Patienten dann auch günstige Bedingungen bewirkt. So wie ich manchmal bei Patienten das dann erlebe, wo der Hausarzt sagt, was machen Sie denn? Ich sehe Sie ja gar nicht mehr in der Praxis. Was ist denn mit einer passiert? Und dann lachen die Patienten, und manche trauen sich es zu sagen, manche trauen sich es nicht zu sagen, dass sie eben beim Homöopathen sind. Und manche Hausärzte sagen, ja wunderbar, das finde ich gut. Bei dem Honorar, was der Hausarzt kriegt pro Quartal für das Kärtchen, glaube ich, dass viele Hausärzte da auch froh sind, wenn die Patienten vielleicht nur einmal kommen. Sinnvoll. Und nicht 5-mal mit schon wieder Nebenhöhlenentzündung. 5-mal. Also sehr sinnvoll. Ja. Und dieses Zusammenarbeiten, dafür möchten wir ja auch ein bisschen uns stark machen. Also bleiben wir bei Silicea. Genau, und ich habe ja, bevor wir jetzt wirklich angefangen haben zum Aufnehmen, muss man sagen, wir sind ja ein bisschen so eingefangen gewesen von dieser Silicea-Energie, die sich so genau vorbereitet, akribisch vorbereitet. Ich habe da auch deinen Schreibtisch vorher abgefilmt, was du alles vorbereitet hast und wie Silicea-mäßig du in der Josef-Angerer-Schule vor 37 Jahren schon Silicea als Schüsslersalz studiert hast. Und
wenn wir da jetzt wieder zurücktauchen, gerade Stichwort Silicea-Schüssler-Salz, die Nummer 11. Was hat denn der Schüssler damals schon erkannt in Bezug auf Silicea und Siliziummängel, die ja in der Medizin, mit denen man nicht so wirklich was anfangen kann oder nicht weiß, wie behebt man die? Auch eine schlaue Frage, weil es wird ja sehr viel verschrieben. Also in der Naturheilkunde wird Silicea in der D3, D6, D12 verschrieben, also in niedrigen Potenzen als biochemisch. Der biochemische Herstellungsweg ist ein bisschen anders wie der homöopathische Herstellungsweg. Und bei den biochemischen Medikamenten sind ja wirklich noch Silicea-Moleküle vorhanden. Und der Dr. Schüssler war ja Homöopath, hat aber viele unterernährte, arme, abgemagerte, kranke Patienten gehabt. Und hatte auch nicht die Zeit, sondern er hat dann anhand des Gesichtes, des eingefallen blassen Gesichtes, entschieden, welche Salze, er nennt diese biochemischen Medikamente Salze, etwas in diesem Organismus anregen können. Und um die Assimilation wieder anzuregen, dass der wieder Appetit kriegt, dass der wieder ein bisschen Fleisch ansetzen kann, dass diese Eiterungsneigung in diesem Menschen verbessert wird, hat er günstige Reaktionen bei Silicea erlebt und vielen Menschen, er ist ja berühmt gewesen und hat vielen Menschen helfen können über das Arndt-Schulze Gesetz, also dass ein kleiner Reiz den Organismus wieder zu leben anregen kann. Ein zu starker Reiz kann das schwache Leben unter Umständen zerstören. Das wird mittlerweile ja auch systembiologisch ganz genau untersucht. Über die Hormesis wird es genau untersucht. Also das hat sich weiterentwickelt. Warum das günstig ist, mal eine schwache Arzneigabe zu geben, wenn jemand schon so geschwächt ist. Und es wäre gut, auch da wieder in Arbeitskreisen sich gegenseitig das zu erzählen, was da in der Praxis manchmal möglich ist, wenn man dann eben homöopathisch denkt und das Silicea in einer Q-Potenz gibt, wo ein Tropfen auf 50.000 Tropfen verdünnt ist und kein Molekül drin ist, sondern nur noch diese atomare Schwingung, diese Information, diese Energie sich beim Patienten an die Zellen andockt und dort im besten Fall günstige Reaktionen macht. Also wir werden auch einen Teil mal wirklich speziell über den Unterschied zwischen den Schüsslersalzen und den homöopathischen Mitteln, diesen wichtigsten Calcium, Silicea und so weiter machen. Aber die Essenz, Schüssler hat erkannt, es ist nicht so leicht, Silicea jetzt einfach in Form von Kieselsäureprodukten oder Kieselerde schon gar nicht einzunehmen, weil das nicht verstoffwechselt wird. Er hat es verdünnt und eben bis D3 verrieben auch, aber nicht geschüttelt, das ist der Unterschied. Und es ist aber dennoch so eine gewisse Substitution und Anregung, dass es aufgenommen werden kann. Ein molekularer, feiner Reiz, dass es den Organismus einlädt, Nahrungsmittel wieder besser verstoffwechseln zu können, Getränke besser verstoffwechseln zu können. Bei Silicea ist es ja aus den Arzneimittelprüfungen schon klar gewesen, diesen Organismus, diesen Zellen fehlt die Struktur im Bindegewebe. Überall können die Bakterien Eiterungen machen, weil die Leukozyten, die Makrophagen, die Abwehrzellen gar nicht richtig in die Pötte kommen. Und das ist einfach toll, wenn man dann einen Wirkstoff hat, der das Immunsystem von einem Organismus stärkt oder unterstützt. Nicht nur die Bakterien zerstört oder sich gegen die Viren wendet, sondern dieses Miteinander. Der Organismus, der ja auch wieder selbstständig sich gesund bewegen können soll, im besten Fall, braucht ja von innen her eine Stärkung. Und hier ist die Stärke der Homöopathie. Bei chronischen Entzündungen, da ist die Stärke der homöopathischen Denkweise und des homöopathischen Prinzips. Also dass dieses Verdünnte und in der Homöopathie auch dieses potenzierte, verschüttelte. In Schwingung versetzte. Das ist wirklich, das kann man überprüfen. Das könnte jeder jetzt hergehen und so eine Studie machen mit
paar hundert Leuten, die irgendwelche Eiterungen haben, dass dieser Wirkstoff Silicea da was macht, wird mit größter Wahrscheinlichkeit positiv ausgehen. Und dass man aber, wenn man jetzt nur Kieselsäureprodukte isst bei einer Eiterung, dass dann nicht groß was passiert. Ja, aber die Praxis zeigt mir aber schon, es gibt Leute, die im Reformhaus immer Silicea nehmen und immer mehr so Geschwüre bekommen. Also die prüfen praktisch dieses Silicea, die kriegen da Beschwerden davon, weil sie zu viel davon nehmen. Also es ist immer die Dosis, die das Gift macht. Also, und das ist noch knapp gesagt nach Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Es machen auch die Kontextfaktoren und das Gewebe und das Alter des Patienten oder dem seine Reaktionsmuster. All das zusammen muss man anschauen, um eine günstige Begleitung für den Organismus zu bekommen, dass er sich richtig gesund und stark und warmblütiger und nicht mehr so empfindlich fühlt. Und wenn wir schon bei diesen Eiterungsprozessen sind, das ist, glaube ich, auch vielen Kollegen gar nicht so bewusst, dass Silicea, wie eingangs erwähnt, nicht nur Silizium ist, sondern noch diese 2 Sauerstoffmoleküle dran hat. Und da möchte ich echt einladen, sich doch zu öffnen für das, was Jan Scholten, der ja Chemiker ist, herausgefunden hat, dass eben je nachdem, wo die Elemente im Periodensystem angesiedelt sind, dass das eine Aussagekraft hat. Und dieser Sauerstoff, diese 2 Sauerstoffmoleküle, Sauerstoff ist rechts im Periodensystem, also dort, wo auch Sulfur ist, Stadium 16, und das hat zu tun mit Verfall, mit Fäulnisprozessen. Kannst du das auch, wo du das so betrachtest hast, nachvollziehen, oder? Das erklärt, warum diese Menschen, die Silicea brauchen, also Siliziumdioxid, also Silicea terra ist Siliziumdioxid, keine Kieselsäure, das ist ja H4 und SiO4 oder SiO4. Ja. Kieselsäure ist eine ganz andere Geschichte. Kieselsäure ist ja in vielen Pflanzen wie Symphytum, Equisetum und so weiter ganz stark enthalten als Wirkstoff. Dieses Siliziumdioxid, das praktisch diese 2 Sauerstoffatome hat, die das Leben in dem Organismus testen. Also es ist ja eigentlich ein Test fürs Immunsystem, der Sauerstoff testet ja, wie überlebensfähig bist du denn noch? Ja? Und wenn das alles zerfällt und Eiter kommt und das Ganze schweren tut und die Zellen zerfallen, dann ist die Widerstandsfähigkeit in den Zellen, in diesem ganzen System eben nicht mehr gut. Und das zeigt eben das ist das, was wir als krank bezeichnen. Eigentlich ist es nur ein Hilferuf dieses Organismus. Ich kann diese Struktur nicht mehr erneuern. Ich kann meine Haut nicht mehr schließen. Ich kann mich gegen Bakterien oder Viren nicht mehr wehren. Ich bleibe in dieser ungünstigen Abwehrschwäche hängen. Kannst du mir nicht helfen? Und dort beginnt eben die Medizin, das ärztliche Denken, was ja unser Antrieb ist, diesen Organismus günstiger zu beeinflussen. Und da sehen wir, dass das die besonders Silicea da eine sehr günstige Ausgangsposition schafft. Aber Thema Eiterung, das ist ja bekannt, das wissen auch viele, die uns jetzt zuhören, haben das schon mal gehört, dass Silicea so ein langsames Mittel ist, ein langsam wirkendes, tiefgreifendes Mittel. Was kann man sich denn da vorstellen? Kannst du uns gerade zum Thema Eiterungen und Silicea, ist das wirklich immer so langsam? Also wenn jetzt jemand so ein Abszess oder Badaritium hat, ist es dann, hilft dann das Silicea überhaupt, wenn das so hochakut ist? Oder hilft dann Hepasulfuris meistens besser oder Myristica? Oder was hat es mit dieser Langsamkeit, mit diesem Nimbus von Langsamkeit und Silicea auf sich? Das müssen wir ehrlich nur besser beforschen. Wir sehen, dass manche auf Silicea schnell reagieren. Ich habe einige Fälle, wo das ganz schnell reagiert, aber wo auch Silicea gar nicht reagiert und Hepasulfuris gut reagiert oder Myristica oder andere Medikamente also Abszessen, reagieren. Ne? Das muss man einfach wirklich wissen an der Stelle. Und bei manchen Abszessen kann es auch sein, dass man erst einmal die Antibiose und den ganz normalen konventionellen Bereich braucht und gleichzeitig oder dann danach
nachgeschaltet, wenn die bedrohliche Situation aufgelöst ist, den Patienten dann günstiger aufbaut. Und für diesen Aufbau braucht man Zeit. Silicea ist nicht ein Kügelchen und dann sind alle Beschwerden verschwunden. Dazu hat der Organismus zu viele strukturelle Probleme. Der braucht vielleicht auch 10 oder 15 Jahre Begleitung, bis er immer gesünder wird. Und das sehe ich in der Praxis. Die ersten Jahre kommen diese Patienten häufiger, 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal im Jahr. Und im zweiten Jahr vielleicht noch einmal, vielleicht einmal weniger. Und im dritten Jahr, wenn sie in diesem therapeutischen Kontext bleiben, dann sind es nur noch 4-mal und dann oft nur noch 2-3 Mal im Jahr. Also diese Verbesserung des Immunsystems geht ja mit mehr Selbstwirksamkeit, mit Gesundheitskompetenz. Ich weiß jetzt, was ich kann. Ich weiß auch, wo meine Grenzen sind. Ich überfordere mich nicht mehr so. Das geht ja in diesem therapeutischen Kontext mit. Also das könnte mit dieser Langsamkeit eben auch gemeint sein, weil das ist schon, wenn ein Patient in die Praxis kommt, dem der Silicea gut hilft, das sind schon tiefere Prozesse. Das ist nicht nur so eine leichte Störung, ein bisschen was vom Immunsystem, das ist oft schon eine tiefe Schwäche, die dann wirklich ihre Zeit braucht, um ganz auszuheilen, oder? Und auch sich besser organisiert. Also ich denke, es ist auch ein Organisationsthema, Körper, Seele, Geist, Bewusstseinsthema. Und ein Thema bei Silicea ist ja, dass dieses Kind auf die Erde kommt, so fein ist und Zeit bräuchte für seine Entwicklung. Aber es muss ja mit 1,5 Jahren schon in die Kinderkrippe, es ist noch gar nicht sauber. Es wird dann irgendwann mit 5 Jahren sauber, wenn überhaupt. Und hat ja diese strukturellen Probleme, die eben, wenn es kein Silicea bekommt, die bleiben ja, diese strukturellen Probleme. Dann kommen die Paukenröhrchen, dann kommt die Polypenoperation, dann gibt es vielleicht sogar Hormonbehandlungen, um über das Wachstum anzuregen und. Also da ist ja medizinisch so momentan noch gar kein Austausch. Hey, das ist ja toll, wenn die Homöopathie für solche Kinder etwas anbietet, was denen ihre Entwicklung über Jahre nachhaltig dann besser macht. Um das geht es. Also es geht nicht um ein Gegeneinander, sondern es geht wirklich um ein Miteinander. Weil das ist meine Erfahrung auch, wenn Silicea strukturierte Menschen zu sehr unter Zeitdruck gesetzt werden, auch Kinder, dann bleiben die ganz stehen. Also dann geht gar nichts mehr, sowohl ganz konkret im Alltag, als auch Silicea ist ja auch unser wertvolles Mittel für diese ganz zarten, auch dann wachstumsverzögerten Kinder, ne, wo man so das Gefühl hat, da geht nichts wirklich weiter. Und das ist diese Langsamkeit und diese Zeit, die Silicea braucht. Und das Vertrauen. Also wenn jemand unsicher ist in dieser Welt, was braucht er am meisten? Liebe und Vertrauen. Und Rückhalt, ne? Dieses Rückhalt. Und Rückhalt. Genau. Du kannst dich in deinem Tempo entwickeln, ist eigentlich das, was Silicea Kinder auch brauchen. Genau. Und keinen Vergleich, sondern ich bin so, wie ich bin und so, wie ich bin, bin ich richtig. Und in dieser langsamen Entwicklung liegt ja der Vorteil, dass dann tiefes Wissen und Bewusstsein entsteht. Und auch eine echte, starke Ich-Kraft entsteht. Und das ist ja das Potenzial von Menschen, die so Silicea-Struktur haben, dass die, wenn die sich optimal entwickeln, wenn die so optimale Rahmenbedingungen vorfinden, dass das ganz hochsensitive, im positiven Sinn Menschen sind, mit sehr viel Struktur und einer ganz großen Feinheit und einer ganz großen, vielen Antennen, um da auch was Positives zu bewirken mit ihren Gaben. Sind tolle Mitarbeiter, sind tolle Chefs, wenn die erlöst sind, können unglaublich großzügig sein, können gärtnerisch und auch handwerklich sehr, sehr, sehr geschickt sein, sehr genau, sehr präzise sein. Also wenn man das gut fördert und unterstützt und die Entwicklung mit Vertrauen und Liebe unterstützt und Rückhalt unterstützt, haben diese Menschen wirklich dieser Erde auch was zu schenken und können dieser Welt auch ganz viel Kreativität und auch
auch Arbeitsleistung und wertvolle Arbeitsleistung schenken. Was ist denn deine Einschätzung, Josef, wieso Silicea gerade für unsere heutige Zeit so ein wichtiges homöopathisches Arzneimittel ist? Also diese homöopathische Seite der Medizin, für die wir uns stark machen, ist deshalb wichtig, weil wir so viele chronische, entzündliche Erkrankungen bei Menschen sehen, die über Jahrzehnte gehen. Diese Entzündungen hören nicht auf. Die sind ungünstig für den Organismus, für die Lebensqualität, für die Energie, für die Arbeitsleistung von einem Menschen, für die Entwicklung, für das Bewusstsein von einem Menschen. Und das kann vielfältig entzündlich sein und da kann eben Silicea ein wichtiger und ein Wirkstoff sein, an den man in der Praxis denken muss. Also, dass man wirklich weiß, Silicea hilft den Menschen, die überfordert sind und in dieser Überforderung vom Immunsystem her auch überfordert sind, sich nicht mehr abgrenzen zu können, sich jeden Infekt einfangen, immer krank werden und so gar nicht mehr auf die Füße kommen, die einem wirklich leid tun. Ja? Und wo herkömmliche Medikamente, die akut ja lindern, keine Chance mehr haben, dem Organismus zu helfen, dass er sich wirklich wieder regeneriert und seine eigene Kompetenz findet. Und Silicea-Menschen geben ja in dieser Überforderung dann aber oft auch nicht auf. Ne? Da ist auch dann diese Hartnäckigkeit wieder zu sehen. Ja, die geben nicht auf, bleiben hartnäckig, aber man sieht ja, dass sie immer schwächer werden. Wenn die halt den konventionellen Weg gehen, dann gibt es halt eine Schleife von Antibiotika oft, die dann diese Schwäche noch verstärkt. Ja, oder Nahrungsergänzungsmittel und man versucht das System zu pushen, aber eben die Grundschwäche und diese strukturelle Grundproblematik, die lässt sich halt so elegant mit dem Siliziumdioxid beeinflussen und interessanterweise eben auch mit Potenzen, wo einfach nur noch eine Schwingung, eine Information drinnen ist, wo man also molekular nichts mehr nachweisen kann und trotzdem diese Menschen günstig damit beeinflusst werden und tatsächlich nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern Allgemeinbefinden und psychisches Befinden sich nachhaltig dann stabilisiert und stärkt. Und du hast ja 3 Fälle, beispielhafte Fälle aus deiner Praxis rausgesucht, die unter Silicea sich so positiv entwickelt haben. Der erste Fall ist ein Akutfall, und zwar der berühmte Spreisel, der Splitter.